Da habe ich ja auch ein bisschen Angst, dass sie einfach eine Story rausballern, die so 30 Stunden geht oder so, zwar richtig geil wird, aber dass sie das bewusst einfach mal kurz halten, so nach dem Motto, ihr habt doch eine geile Story, die muss ja nicht unbedingt lang sein und fertig so. Wir müssen uns aber auch auf GTA 6 Online konzentrieren. Das ist so wie ein offenes Ende beim Film, Bro. Es lässt mich doch nicht schlafen, Mann. Immer wenn ich das höre, muss ich immer dran denken, was wäre dann, was haben wir verpasst, wie wäre es dann genau wie der Zombie-Modus in GTA 4. Weiß ich, seht ihr euch als OG? No in den Chat oder OG in den Chat? No heißt, nee, ich bin kein OG, ich sehe mich eher als der moderne GTA-Spieler. Wie seht ihr euch, Chat? Jetzt einfach mal in den Chat reinballern. Also unter OG verstehe ich, der muss jetzt nicht unbedingt 30 oder 40 sein, ist keine Voraussetzung, sondern der 80% der GTA-Teile gezockt hat. Das ist für mich ein OG, der die Story über alles respektiert. Das gehört zu einem OG dazu, weil das ist eine Ehrensache, die Story zu respektieren. Also in meinen Augen bist du schon kein OG mehr, wenn du nur online gezockt hast und GTA 5 nicht zumindest angezockt hast. Ja, du musst ja nicht durchspielen, vielleicht hat es dir nicht gefallen. Gehört schon zum OG dazu, dass du die Story feierst und dass du auf GTA 6 wartest, ja, auch wegen der Story. Aber ich habe auch sehr oft gehört, vor allem von jüngeren Menschen, die gesagt haben, scheiß auf die Story, ich will einfach nur GTA Online. Boah, ihr wisst gar nicht, wie es weh tut. Skala von 1 bis 100, Chat, wie sehr tut es weh, sowas zu hören? Bro, ich bin dir ehrlich, das ist 99,9, Digga. Das tut so weh, wenn einer sagt, dass ihm die Story komplett egal ist. Bro, das kann ich mir gar nicht vorstellen, weil ich bin einfach mit Story-Games aufgewachsen. Also Story, es gab nichts zu meiner Zeit und das ist so ein... Boah, das ist so eine Beleidigung zu sagen, dass die Story einem komplett scheißegal ist. Das habe ich so oft gehört und so oft gelesen, vor allem auf TikTok. Da sind wir wieder bei TikTok, ja? Und da stelle ich mir natürlich die Frage, warum ist es so? Auf der anderen Seite muss man die jüngeren Leute verstehen. Es gibt aber OGs, die noch zusätzlich dazu sagen, dass der Online-Modus GTA-Reihe zerstört. Denn der Online-Modus ist nur ein schlechter Einfluss auf die GTA-Reihe. Und diese Frage wollen wir heute beantworten oder gucken, was der YouTuber Karido, ich hoffe, den Namen habe ich richtig ausgesprochen, zu diesem Thema sagt. Denn sein Videotitel lautet: Zerstört GTA Online das GTA-Franchise? Nostalgie-Trip in die Vergangenheit. So, let's go. Ui. Neonlichter, schnelle Autos und Action. Das Spiel bot uns viel und ich denke, für viele ist spätestens hier der Traum eines Online-Multiplayers geboren. Aber er blieb noch in weiter Ferne. Boah, San Andreas, Digga. Statt Neonlichter haben wir Sonnenuntergänge, Highways und die Grove Street. Und tatsächlich dürfen wir das erste Mal an sowas Ähnlichem wie einem Multiplayer schnuppern. Denn wir hatten die Möglichkeit, mit einem Kumpel und einem zweiten Controller GTA San Andreas zusammen zu spielen. Zumindest in einer sehr abgespeckten und eingeschränkten Version. Es gab nämlich 2 Symbole an den verschiedensten Orten der Map verteilt und so konnten wir dann den Terror-Modus oder den sogenannten Run-Around-Modus spielen. Aber wie gerade ja schon erwähnt, man konnte nicht wirklich so viel machen. Man konnte zum Beispiel zusammen Auto fahren, man durfte sich aber auch nicht zu weit voneinander entfernen. Und wenn... Ey, Chat, ich frage mich, ob das möglich sein wird, an einer Konsole 2 Spieler zu spielen, also dass wir Jason und Lucia zusammen spielen können. Es ist eigentlich komplett veraltet, das System, leider, muss ich als OG sagen. Aber ich würde das so fühlen, Alter, dass es möglich wäre. Es wäre so geil eigentlich, weil da könnten sich auch 2 Streamer mal auch in Real Life treffen und zusammen zocken. Spieler stirbt, wurde der Multiplayer direkt abgebrochen. Für die PCs gab es dann noch den inoffiziellen Multiplayer-Modus. Dieser wurde aber natürlich nicht offiziell von Rockstar Split Screen, Im ja, Mann. offiziellen Multiplayer allgemein gab es auch nicht wirklich Missionen, die man machen konnte. Die normale Story konnte man so leider nicht spielen, aber man konnte immerhin seinen Homie küssen. Naja, und so haben wir das erste Mal ein Gefühl dafür bekommen, wie es sein könnte, GTA zusammen zu spielen. 2008 brachte uns GTA 4 und den ersten, wenn man so will, vollwertigen Multiplayer-Modus und bot dabei eine breite Palette an Aktivitäten in der offenen Welt von Liberty City.
Wir hatten hier etwa den freien Modus und konnten mit bis zu 16 oder auch bis zu 32 Spielern, je nachdem worauf man gezockt hatte, gleichzeitig die Stadt erkunden. Wenn ich mich zurückerinnere, hat man jedoch meistens auf dem Flughafen gechillt und ist dort mit seinen Autos rumgecruised. Neben dem freien Modus gab es auch weitere Modis, wo man zusammen mit anderen Missionen erledigte. Klassische Modis wie Deathmatch und Team Deathmatch gab es auch. Außerdem gab es auch ein Individualisierungs- und Lobbysystem sowie auch ein leistungsbasiertes Fortschrittssystem. Chat, eins in den Chat, wenn ihr schon mal GTA 4 aktiv gezockt habt, also online. 2 in den Chat, nein, noch nie. Und 3 in den Chat, ja, einmal probiert so mäßig. Ich habe das einmal probiert, aber es hat mir gar keinen Spaß gemacht. Es war ein schlechtes Deathmatch. Es war so, ja, das konntest du einfach austauschen mit Need for Speed Online. Ja, wenn du Rennen machen wolltest. Du konntest es austauschen mit COD, wenn du Shooter wolltest. Also es war so von allem was, aber nichts Ganzes so mäßig. Wenn man so will, hat der GTA 4 Multiplayer-Modus den Grundstein für das Jahr 2013 und den dort releaseden GTA Online geliefert. Ich hatte mich damals so auf den normalen Singleplayer gefreut und hatte gar nicht so richtig auf dem Schirm, dass es einen neuen Multiplayer dazu geben sollte. Aber als dann der Trailer für den Online-Modus kam, war ich noch viel gehypter als ohnehin schon. Und der erste Trailer bot uns direkt mal richtig viel Einblick und versprach uns direkt eine sich stetig erweiterndere Spielwelt und noch viel mehr. Ich fühlte mich damals so erschlagen von der Masse, die uns gezeigt wurde. Denn es wurde gezeigt, dass wir ein offenes Lobbysystem haben, etliche Missionen, in denen man Geld für etwa Kleidung und Accessoires verdienen konnte und der Charaktereditor wurde uns ebenfalls vorgestellt. Dann wurde uns auch noch offenbart, dass wir sogar Autos kaufen und aufmotzen können und sogar noch in eine eigene Garage parken können. Das heißt, wir haben tatsächlich unsere Sachen auch behalten, die wir uns gekauft haben. Ebenfalls konnten wir eigene Apartments kaufen. Durch den damals vorgestellten Content Creator konnten wir sogar eigene Rennen oder Deathmatches erstellen. Und dann Ey, das Krasse war auch damals, habt ihr GTA Online zum Release direkt gezockt? 7 in den Chat, ja, 8, nein. Gezockt? Ey, zum Release, das war heftig, ja. Hab Prüfungen bestanden. Welche Prüfungen, Trevor? Alkoholtest mal bestanden, oder was meinst du? Welche Prüfung hast du bestanden, der Trevor? Oder den Drogentest, oh. Also, damals Chat, die OGs, die damals GTA Online gezockt haben, die können mir sicherlich zustimmen. Das war damals crazy, Chat. Wenn man damals diesen Bugatti hatte, Ingame Bugatti. Ich habe damals Money Glitch gemacht, ja. Ich bin Garage gefahren. Ich habe Money Glitch gemacht vor GTA-Content, ja. Ich glaube, zu dieser Zeit, vor 10 Jahren hat Julex zum Beispiel angefangen. Das war ich habe 2013, 2014 gezockt. Ich bin Garage rein, Auto komplett getuned, keine Kohle gehabt, dann rausgefahren, Auto, Garage bei Privat geparkt, gespeichert, aus Garage raus mäßig, Tuning, also zu Customers gefangen, Auto auf Verkaufen gedrückt und während es verkauft hat, Kabel gezogen hinten. Kabel wieder rein, Kohle ist drauf, Auto in der Garage. Bam, Alter, ich war Multi. Chat, ich war Multi einfach, ja. Und das Krasse war, zu dieser Zeit, Bro, das war nicht so, dass jeder alles hatte, sondern wenn du das krasseste Auto hattest mit Volltunung, die Leute haben geguckt, Bro, ob wer das Real Life. Die haben so Auge gemacht, die haben dich nicht mal getötet aus Respekt, sondern die sind einfach hinterhergefahren, um einfach diese schicke Karre zu sehen. Weil es so selten war damals. Das war crazy Zeit. Damals hattest du wirklich so einen Status. Wie im echten Leben, wenn du jetzt einen Lambo siehst und glotzt, hast du in-game geglotzt. Das war crazy. Casino-Glitch selbst erstellt, du kleiner, schlimmer Lümmel, ja. Ey, mein Kumpel hat mir mal erzählt, dass es in der Lobby sogar so war, dass Hacker gekommen sind und es hat einfach Beutel geregnet und man musste sich drunter stellen und dann hast du so Millionen bekommen. Stimmt das Shit? What the fuck, Alter? Es regnet einfach Geldbeutel, oder was? Ach, krass, Alter. Crazy. Ich dachte, der hat irgendwie Hallus, Alter. Aber krass. Gejailbreaktes PS3, damit konnte man morden online. Oh, krass. Ja, nur Kriminelle hier, Alter. Was ist denn los? Wurden natürlich auch noch andere Aktivitäten vorgestellt, die jetzt nicht der übelste Hit waren, ja, wie zum Beispiel Armdrücken, Golf oder Fallschirmspringen. Aber es war natürlich trotzdem interessant zu sehen, dass auch das möglich ist. Und dann gab... Ey, komm bitte, jetzt nimm das sofort zurück, bevor ich De-Abo mache. Habe ich abonniert? Nimm das sofort zurück, bevor ich De-Abo mache. Fallschirmspringen war langweilig, sagt er. Digga, das war das Geilste, was gibt. Übertrieben gesagt. Das war voll geil, du springst Fallschirm und musst auf richtiger Position landen. Bro, ich hab das geliebt, also ich fand das richtig geil. Da kann ich nicht zustimmen, leider.
anzusehen, dass auch das möglich ist. Und dann gab es natürlich auch noch die Heists, die dann erst 2 Jahre später rauskamen. Ich weiß noch, wie mein Kumpel und ich die ersten 2 Wochen oder sogar noch länger nach Möglichkeiten gesucht hatten, endlich die Heist-Mission starten zu können, bis dann einer von uns herausgefunden hat, wir machen gleich, ja? Im Spiel sind. Mann, das war echt bitter. Aber allgemein muss man echt sagen, dass die Vorfreude damals riesig war und man für 2013 echt viel geboten bekommen hatte. Natürlich kam dann durch den tatsächlichen jahrelangen Support immer und immer mehr dazu, weshalb der originale GTA 5 Multiplayer im Vergleich zu heute leerer wirkt und vielleicht für Leute, die damals zu Release gar nicht gespielt hatten, weil sie entweder auf die PC-Version warteten oder teilweise einfach noch in die Windeln geschissen hatten, weniger interessant oder gar langweilig scheint. Aber ich kann euch sagen, das war er nicht. Heute schauen wir uns mal an, was der OG Online gebracht hatte und wie er das GTA-Genre positiv oder sogar negativ, das wird sich am Ende des Videos herausstellen, geprägt hat. Bleibt dran und genießt das Video. GTA 5. So, jetzt mal zu der Sache. Online ist explodiert. Tatsache. Und online hat... Also eigentlich müssten wir OGs, die auf Story mehr geil sind als auf Online. Mittlerweile, dadurch, dass ich Creator bin und GTA 6 einfach meine Lebensaufgabe geworden ist, sehe ich einfach beides als wichtig. So ist nicht, ja. Also ich respektiere beide Modis. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, den mag ich jetzt weniger als den anderen. Bro, also mittlerweile, ich freue mich auf beides natürlich. So ist nicht. Ich nehme alles, was Rockstar Games uns schenkt. Aber ich verstehe auch jeden OG, der extrem sauer und diese Wut noch größer wird, wenn er bedenkt, und das ist Fakt, dass wir, ich glaube, 8 DLCs waren geplant für den Story-Modus, dass alle gestrichen wurden, nur wegen dem Online-Modus. Und ein älterer OG, der über 40 ist, natürlich muss man ihn auch verstehen, seine Wut und seine Frustration, wenn er sowas sagt wie, für den Scheiß immer das Gleiche, haben wir jetzt auf 8 geile DLCs verzichten müssen, doch. Das geht doch gar nicht mehr, Alter. Bruder. Ja, müssen wir verstehen. Alle mal ein alle mal ein Herz in den Chat für den älteren OG Ü40, ja. Weil der Bre hat auch jeden Tag zu kämpfen, dass er den GTA 6 Release noch miterlebt. Checkt ihr? Alle mal ein Herz dafür, ja. Das ist ein Überlegungskampf, versteht ihr, was ich meine? Er denkt sich, Bruder, ich habe die Ära von GTA 5 miterlebt. Lasst mich doch wenigstens ein bisschen zocken, da. Brachte im Vergleich zu dem Multiplayer aus dem 4. Teil so viele Neuerungen, dass man tatsächlich erstmal lang genug beschäftigt war und außerdem hatten viele einen bestimmten Plan, auf den man hingearbeitet hatte. Dieser war, sich ein Apartment im Eclipse Tower zu kaufen, der dann auch mit einer großen Garage einherkam, die ganze 10 Autos beherbergen konnte und das auch, wenn man sich keine Autos leisten konnte. Hattest du damals eine Wohnung dort, hat man dich respektiert. Man wusste, du bist wer. Ja gut, ersteres war gelogen, man wurde so oder so weggeknallt. Aber es war schon ein echtes Highlight und an die später eingestiegen sind, damals gab es keine Villen, keine Büros, keine Bikerclubs, generell gab es einfach viel weniger. Es gab eigentlich nur Garagen, Wohnungen und halt die Penthäuser. Jetzt aber ein kleines Quiz für die OGs unter euch. Welches Auto war 2013 das schnellste? Dieser Bugatti war das schnellste Fahrzeug, oder nicht? Wisst ihr das noch? Ihr habt 5 Sekunden Zeit. Also ich weiß... Boah, Digga, warte mal. Also ich weiß, dass es das teuerste war. Aber ist es das schnellste gewesen? Andere Sache. Ich bin mir da nicht sicher. Aber ich sag einfach dieser Bugatti, dieser Ader. Es war der Adder. Ja, Mann! Das Auto, was ihr euch in GTA Online geholt hattet. Das war mein allererstes Auto, was ich mir in GTA Online geholt habe, weil ich habe mir gesagt, ey, wenn ich schon im echten Leben ein fucking Geringverdiener bin mit Migrationshintergrund, da werde ich wenigstens der Babo in-game werden, weil ich würde, wenn ich könnte, wenn mein Vater nicht Gürtel holen würde, würde ich das auch in Real Life versuchen, Pablo Escobar zu werden. Aber dadurch, dass ich dann Schläge bekomme von Pablo Escobar, höchstpersönlich während Pablo Escobar zu Hause, mache ich das lieber in-game, okay? So ungefähr war das. Schreibt es hier auch gerne in die Kommentare. Meins war der Comet, wie auch immer, da dieser zwar ein Sportwagen war, aber nicht zu den teuersten gehörte. Diesen habe ich dann damals komplett verchromt. Und wenn wir schon beim Thema sind, verchromt. Das Customizen in GTA Online bei Los Santos Customs war einfach genial. Das hat sogar 2013 schon Spaß gemacht, obwohl da die Auswahlmöglichkeiten noch echt begrenzt waren. Aber for real, was wäre GTA Online ohne Los Santos Customs? Ja, und so hat man die ersten Monate seine Zeit verbracht. Man hat jede Möglichkeit genutzt, um Geld zu machen. Und man war sich auch nicht zu schade, irgendwelche Bugs auszunutzen, um etwa Autos zu verdoppeln. Ich zum Beispiel habe regelmäßig auf YouTube gecampt und immer nach den besten Möglichkeiten geschaut, um die effektivsten Glitches zu finden. Also ich war nie der Glitch-Fan, außer es ging um Geld, da habe ich gerne geglitscht.
Aber das Ding war, ich hatte als Jugendlicher einen kleinen Unfall, sage ich mal, und meine Hand war gebrochen. Also ich hatte hier einen Bruch, weil ich da ein bisschen wütend war und meinte, ich kann gegen eine Wand kämpfen. Ich habe da gegen eine Steinwand gehauen und zum Abschluss natürlich, weil ich bin ja Chuck Norris und Bruce Lee in einem, habe ich aus Wut nicht nur gegen eine Wand gehauen, sondern auch gegen eine Metallstange, volle Wucht. Am nächsten Tag wache ich auf, so, ich konnte einfach nicht bewegen. Dann dachte ich mir, ach egal, geprellt, so, weißt du, was ich meine? Eine Woche vergeht, immer noch so. Hat ein bisschen angefangen weh zu tun. Zweite Woche vergeht, immer noch wehgetan, stärker wehgetan. Blau geworden, meine Hand war so blau. So. Und dann dachte ich mir, ja, komm, Schwimmbad war ich und so mit der Hand, also ich gehe so zum Arzt. Arzt hat mich fast beleidigt. Der hat einfach fast das H-Wort gesagt, übertrieben gesagt. Checkt ihr, was ich meine? Jetzt mal, der war richtig sauer. Ich schwöre, der sagt einfach sowas wie, so nach dem Motto, übersetzt, der hat natürlich ganz normal so gesagt, aber er war wütend. So, du Depperle, wieso kommst du erst jetzt? Du hast noch Glück, dass noch nicht der Knochen falsch verwachsen ist, weil sonst hätten wir das aufmachen müssen, neu brechen und neu fixieren müssen. So hat er gesagt. Also es hat schon angefangen zu wachsen, aber schiefmäßig und ich hätte fast eine Operation, Not-OP bekommen. Okay, habe ich eine Schiene bekommen. Das war im Juni oder Juli und ich hatte diese Schiene, Juli war das, weil ich hatte diese Schiene 6 oder 8 Wochen und ich bin dann immer so, Bro, ich habe einfach gezockt immer. Ich war einfach Level 56, während weltweit der krasseste zu diesem Zeitpunkt Level 170 war oder so. Ich war voll der freaking GTA 5 Online. Also die ersten 2-3 Monate habe ich bestimmt jeden Tag so 14 Stunden gezockt. Jeden Tag 14 Stunden aktiv auf Level. Bam, 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 bam. Voll die Strategien entwickeln und so weiter und so fort. Beste Strategie, ich weiß nicht, ob die immer noch klappt, ein bisschen Billo. Damals hast du höher gelevelt, wenn du krassere erschossen hast oder umgebracht hast. Also da habe ich immer so krasse angeballert, dann bin ich so weggerannt wie so Depperle und der war meistens im Auto. Also das war ganz wichtig, dass er im Auto war. Und dann hat er mich verfolgt mit dem Auto. Ich bin dann auf ein parkendes Auto oben drauf geklettert und er, so in der letzten Sekunde, wo er nicht mehr abbremsen kann, der dachte, er zerquetscht mich jetzt, ist er gegen das Auto gefahren. Ja, und als er gegen das Auto gefahren ist, habe ich meine andere Waffe rausgeholt. Er war dann vor mir und ich habe ihm einfach Headshots gegeben, weil er musste ja Rückwärtsgang anlegen und das waren 2-3 Sekunden, wo sein Kopf einfach auf mein Aim war und dann Headshot XP und Level XP, weil er krassere Level war. Bam, habe ich gelevelt, Digga. Doch das war irgendwann nicht mehr nötig. Denn der Winter kam. Los Santos war zugestellt und plötzlich hörte man öfter den Begriff DNS-Server oder DNS-Exploits. Und dann gab es random Leute, die einfach Millionen von Dollar erscheatet hatten. So wurde zum Beispiel random in Lobbys 10 Millionen Bruder, ich bin nicht der Einzige, der solche Bugs hat. Direkt sympathisch, Digga. erscheatet hatten. So wurde zum Ich bin nicht der Einzige auf dieser Welt, der solche Bugs in seinen Videos hat. Beispiel random in Lobbys 10 Millionen auf jemanden als Kopfgeld gesetzt. Und auf einmal waren einfach richtig viele rich. Und so kam eigentlich auch das erste Mal ein Wirtschaftsproblem auf. Mein Kumpel und ich sind selber auch auf solche Leute gestoßen und waren plötzlich einfach reich. Dann haben wir uns natürlich erstmal das Penthouse geholt und unsere Garage vollgehauen. Jedoch hatte man nicht ewig was davon, da Rockstar Games den Leuten dann das unfair erwirtschaftete Geld wieder wegnahm. Aber immerhin konnte man die materiellen Sachen behalten. Wirklich aktiv GTA Online habe ich vom Release im Oktober 2013 bis wahrscheinlich spätestens 2016 gespielt. Warte mal, die haben die Sachen gelassen, aber das Geld weggenommen, Chat? Das ist crazy. Das ist ja wie in Real Life Mafia, Geldwäscherei. Mafia hat doch auch immer in Sachen Geld reingesteckt, damit das Geld nicht geklaut wird. Von der Bank, checkt hier. Geld muss im Umlauf sein, Bruder. Rockstar Games bringt uns in Real Life kriminell zu sein, Bro. Und mein persönliches Highlight waren die lang erwarteten Heist-Missionen. Und wisst ihr, wo man diese am besten planen kann? Richtig, an einem Schreibtisch. Und mit dieser Überleitung gelangen wir zum Sponsor des heutigen Videos, und zwar Flexisport. Diese produzieren extrem hochwertige, ergonomische Schreibtische, die es in verschiedenen Farben und auch Größen gibt. Die haben mich auch angeschrieben. Und die X-Racer hat mir einen Sponsor angeboten. Die erwarten, dass man ein 8 Minuten, Opening-Video macht, wie man das auspackt. Und, sagt, ob man das gut oder schlecht findet. Unboxing, genau. Kannst du ja im Stream machen. Ich weiß nicht, ob die einverstanden wären. Also ich kann den höchsten anbieten, dass ich die X-Racer einen Monat lang irgendwo hinschreibe. Da habe ich gar kein Problem, weil ich stehe schon hinter der Marke. Die ist jetzt
gefällt mir ja, aber so, dass ich jetzt ein extra Video mache, das würde ich nicht akzeptieren. Also das geht gar nicht. Das hat nichts mit DX Racer zu tun, sondern erstens, es wird eh keinen jucken, das ist Real Talk, Bro, ein GTA 6 Kanal und dann kommt plötzlich ein Stuhl-Opening. Ich kann das doch nicht mal verkaufen, so, ja. So, was soll ich denn sagen, Digga? Wirklich was für jede Zimmergröße dabei. Ich persönlich durfte bereits auch schon in den Genuss des Schreibtisches kommen und benutze es seit nun etwas mehr als 3 Wochen und bin tatsächlich begeistert. Bis zu 160 Kilogramm sind hier auf jeden Fall bedenkenlos. Also könnte ich mit Johannes drauf verkehren sogar. Wir könnten drauf liegen, Johannes. Ja, der Real Trevor. 160 Kilo, also ich 150 und du 10, haut ja hin. Sind wir zwar an der Grenze, aber es haut schon hin. Falls ihr derzeit mit den Gedanken spielt, einen neuen Schreibtisch zu holen, dann kann ich euch die vom FlexiSpot sehr ans Herz legen. Schaut euch die doch gerne selbst an. Die Links zum Produkt sind in der Beschreibung und mit dem Code FSNBEC51 spart ihr 5%. So, nun aber wieder zurück zu den Heists. Das DLC brachte damals 5 aufwendige Raubüberfälle, die jeweils, so wie wir es alle kennen, auch Vorbereitungsmissionen beinhalteten. Diese waren mal mehr und mal weniger spannend. Den tatsächlichen finalen Überfall, wo das große Geld auf uns wartete, konnten wir nur nach der erfolgreichen Vorbereitung einsacken. Der erste Überfall war der Fließerjob. Ein kleiner Raubüberfall, der als Einführung in die Heist-Mechaniken galt und auch nur mit 2 Spielern auszuüben war. Dafür, dass es nur ein kleiner Raubüberfall war, war unser Abgang einfach umso größer. Dann hatten wir den Gefängnisausbruch. Hier mussten wir in das Gefängnis einbrechen und unsere Zielperson hinausholen. Der dritte Überfall war der Human Labs Raid. Hier brachen wir in ein geheimes Forschungslabor ein, um wichtige Daten zu stehlen. Beim 4. Überfall trafen wir auf Trevor und Ey, mir fällt gerade auf, wie wenig ich eigentlich von GTA 5 Online mitbekommen habe. Weil da war ich schon raus, Chat. Da war ich schon raus. Ja, ich hab diese ganzen Updates gar nicht mitbekommen mehr. Ich weiß nicht genau, wann ich aufgehört habe. Ich weiß doch, dass man eigene Missionen erstellen konnte. Da war ich noch dabei. Und ich glaube, das war der Punkt, wo ich dann ausgestiegen bin, Digga. Also viel habe ich nicht mitbekommen von GTA 5 Online. halfen ihnen dabei, Drogen für einen großen Deal zu beschaffen. Und der letzte Überfall ist ein absoluter Classic. Und zwar der Pacific Standard Job. Das war der größte von den 5 und brach auch das meiste Geld ein. Zumindest wenn dir der Anführer auch faire Prozente gab. Die Heist, die ich am wenigsten gespielt hatte, war wohl die mit Trevor, wobei der Gefängnisausbruch bei mir auch echt nicht oft ausgeführt wurde. Naja, ich persönlich würde ab hier auch schon fast die Grenze des OG GTA 5 Online enden lassen. Zumindest waren für mich die Heists nochmal ein krasses Highlight und ab Ende 2015 ging meine Spielzeit persönlich immer weiter runter. Aber es gab auch danach noch echt einige geile DLCs und Rockstar Games hat fleißig geliefert. Für mich war neben den Heist-Missionen auch das Lowrider DLC ein richtiges Highlight. Hier bekam man mit Bennys Original Motorworks eine neue Autowerkstatt, in der man seine Lowrider richtig cool customizen konnte. 2016 wurden auch die Büros hinzugefügt und wir konnten CEOs werden. Das fanden die ganzen BWLer unter euch bestimmt richtig toll. Das fand ich persönlich aber auch noch richtig gut. Mein Highlight war hier aber tatsächlich neben den Missionen einfach nur der Versammlungsraum, da der sich immer wieder verändert hatte. Da lag dann Geld rum, irgendwelche Drogen, irgendwelche geklaute Kunst. Das sah schon ganz nice aus. Als richtiger CEO war unser Hauptgeschäftsmodell der Warenhandel. So konnten wir Lagerhäuser erwerben und gestohlene Ware wie Drogen, Kunstwerke und Elektronik in diese einlagern, um sie dann... Ey, Chat, hat es Spaß gemacht? Seid mal ehrlich. Skala von 1 bis 10. Wo das erschienen ist, hat es Spaß gemacht? Weil das hört sich so ein bisschen nach Arbeit an, Digga, anstatt nach Spaß. War das wirklich so geil, oder was? Weil ich habe letztens reingeguckt online, das war vor einem Jahr ungefähr. Dachte ich mir, ja, ich schau mal, was ich verpasst habe, Bro. Ich bin gar nicht klargekommen. Ich habe gar nichts mehr gecheckt. Hat gebockt damals, war damals echt Arbeit und kaum Geld dafür. Aber jetzt besser geworden, ja. Und an alle übrigens, ne, das kann man ja auch beantworten, die sich immer wieder fragen, wieso ist die Wirtschaft, hat sich so verschlechtert, weil früher waren die Preise irgendwo realistisch. Nicht vergessen, ja, durch dieses Gemorde und Hacking und Geld verteilen, ist natürlich die Wirtschaft in-game auch kaputt gegangen. Deswegen sind die Preise so komplett durcheinander geworden. Also am Anfang war es relativ übersichtlich, ja. Ein Bugatti hat zu der Zeit, 2013, $1 Million gekostet. Das war das krasseste Auto, was es gibt. $1 Million oder 900.000 irgendwas hat es gekostet, das weiß ich noch. So ein Ferrari 250.000, ich kann mich noch ganz, ganz gut an die Preise erinnern. Dann später mit einem Gewinn zu verkaufen. Und dann wurden die DLCs von Rockstar Games irgendwie immer abgespaceder. Neben DLCs, wo man noch ein eigenes Biker-Clubhaus oder auch einen Nachtclub haben konnte, kamen einfach auch Heist-Missionen in das Spiel, wo es um den Weltuntergang ging. Und ab einem gewissen Punkt gab es nur noch 13-jährige Kinder, die mit dem fliegenden Motorrad
alle gekillt und abgefuckt haben. Und hey, das ist kein Front an euch. Wir waren alle mal klein, haben alle mal abgefuckt, aber ihr wart der Grund, warum ich GTA Online immer seltener angerührt habe. Das originale GTA Online ist für mich unvergesslich. Es fühlte sich an wie ein echtes GTA-Spiel, in dem man als Straßengangster anfing und sich Ich sag mal so, das Problem mit dem kleinen Kiddies, die Wut ist extrem auf TikTok, wenn man so ein Video sieht, dass Rockstar Games eventuell plant, eine sichere Altersbeschränkung einzuführen, dann ist natürlich sehr, sehr starker Gegenwind. Verständlich, ja. Wir sind erstens auf TikTok, wo die Kiddies auch unterwegs sind. Aber jetzt mal im Ernst jetzt, Chat. Als Erwachsener so, das wäre doch keine, wie soll man sagen, kein Nachteil würde es doch geben, oder? Wenn die das einschränken würden. Weil, wie gesagt, man würde so viel Spaß haben in-game. Nerven und so gehört dazu, ne? Sich ein bisschen piesacken, dies, das. Ist ja lustig und so. Aber Bro, wenn da... ich weiß nicht, ne? Wenn du die ganze Zeit so Kiddies hörst, die rumkreischen, die einfach sinnlos irgendwas machen, mach doch Lobby auf für Minderjährige. Keine Ahnung, Digga, aber grenzt doch irgendwie aus. Vielleicht Stimmendetektor oder so, weißt du, was ich meine? Ach, die Kids würden schon jemanden finden, der das für sie registriert. Ja, aber das würde man ja trotzdem irgendwie ein bisschen einschränken, weißt du, Marco Media? Ich sag nur RP-Gefängnis. Boah, das war schlimm, ne, Swissplay. Da wurden Sachen gedroppt, Digga, das kann ich nicht mal wiederholen, was da gesagt wurde von den Kiddies. RP, schau mal, Grand RP zum Beispiel, das ist komplett überflutet mit Kiddies. Da juckt's keinen Schwanz jetzt wirklich. mit kleinen Jobs und Überfällen langsam nach oben arbeitete, um schließlich irgendwann bei den großen Überfällen alles abräumen zu können. Anfangs war es ein normales Casual GTA-Erlebnis, was man zusammen mit Freunden erleben konnte. Und mit der Zeit gab es plötzlich extreme Hightech-Werkzeuge, Alien-Waffen und weitere abgespacede Sachen, die bestimmt auch viel Spaß in das Spiel brachten, aber irgendwie den Grundkern von GTA missinterpretierten, da es einfach nicht wirklich reingepasst hat. Die GTA Online-Lobbys waren nie ein friedvoller Ort. Es gab immer Leute, die einen gejagt haben, aber irgendwie war alles etwas humaner. Früher war das krasseste ein Panzer und die Haftbomben. Mittlerweile gibt es sogar Laserwaffen und etlich anderes. Heutzutage wie die Purge, die Battlefield oder der Dritte Weltkrieg. Star Wars, Bruder, was für Battlefield? Battlefield wäre ja noch so, dass du sagen kannst, Alter, ist das geil. Das ist Star Wars geworden. Eigentlich müssten die Lizenz bezahlen an Star Wars, an Luke Skywalker oder wie der heißt, Bro. Keine Ahnung, wie der Bre heißt. Du weißt schon, wen ich meine, ja? Obi-Wan Kenobi, Alter. Für mich persönlich ist es einfach zu weit entfernt von dem, was GTA eigentlich verkörpert. Aber ich verstehe, wenn es bis heute immer noch Leute spielen. Und an der Stelle muss man auch Props an Rockstar Games geben, da sie noch immer Content dafür raushauen. Im Gegensatz zum Singleplayer war Rockstar Games schon fleißig. Seit dem 23. Juli 2019 kam ja dann auch das lang erwünschte Casino-DLC, wofür später auch noch eine Heist kam, und mittlerweile kann man sogar Polizeifahrzeuge besitzen. Es gibt natürlich noch zig andere DLCs, mal größer, mal kleiner, aber jetzt auf jedes einzelne einzugehen, würde für mich keinen Sinn machen. Aber GTA Online... Das hätte jetzt kommen müssen, dieser typische YouTuber-Satz. Aber auf das alles einzugehen, das würde in diesem Video den Rahmen sprengen. Würde passen, oder, Chat? Sei mal ehrlich. So diesen 0815-Satz, Digga. Aber dieses Video eigentlich sehr, sehr gut aufgebaut. Der hat uns schon ganz tief in der Nostalgie, vielleicht ich rede Russisch einfach. Nostalgie gut mitgenommen, ja. Online ist mittlerweile fast 11 Jahre alt. Trotz der regelmäßigen Updates merkt man, dass dieses Spiel nie dafür ausgelegt war, so lange das Main-GTA-Erlebnis zu bleiben. Viele der neueren Inhalte, wie futuristische Waffen und schwebende Motorräder, passen einfach nicht mehr zur ursprünglichen Atmosphäre von GTA 5. Ja. Dazu kommt noch, dass der GTA Online-Modus nicht immer perfekt läuft. Wir hatten lange Ladezeiten, regelmäßige Bugs und oh, da sehe ich das zum ersten Mal, das mit dem Regnen. Hacker, die das Spielerlebnis ruinieren. Rockstar Games. Konntest du dich aber in dem Moment bewegen, als die Geldsäcke gefallen sind, Chat? Ach, crazy. Und das waren die Helden der Helden, oder was? Schau mal, wie viel Geld der hat. 233 Millionen, ne? Das ist auch ein Kritikpunkt. Auf Reddit habe ich das oft gelesen. Die sollen endlich mal diese Punkte einführen, dass man weiß, ob es Millionen oder Milliarden sind oder 100.000, weißt du, was ich meine? Diese nach 3 Stellenpunkte. Rockstar Games hat es dann immer wieder geschafft, neue Inhalte zu liefern, aber das Grundgerüst von GTA 5 und GTA Online stammt aus einer Zeit, in der Online-Gaming einfach anders gedacht war. Und ja, die Ladezeiten wurden durch die neueren Konsolen deutlich verbessert und gerade auf der PS5 dauert es zum Glück nicht mehr so lang wie damals noch auf der PS3. Aber generell ist das ganze Menüsystem bereits komplett veraltet. Und wenn wir ehrlich sind, war es das irgendwie schon von Anfang an. GTA Online hat natürlich noch sehr hohe Spielerzahlen, aber mittlerweile gibt es einen Community
Community eigenen Konkurrenten, und zwar GTA RP. GTA RP bietet etwas, das GTA Online nicht kann. Absolute Freiheit, keine vorgeschriebenen Missionen, keine festgelegten Rollen. Die Spieler haben die Kontrolle. Sie erschaffen ihre eigenen Geschichten, bauen Beziehungen auf und interagieren in einer dynamischen Welt miteinander. Server wie NoPixel haben gezeigt, dass die Community das Potenzial von GTA RP voll ausschöpft. Die Kreativität und Freiheit, die GTA RP bietet, ist der Grund, warum immer mehr Menschen diesen Modus den herkömmlichen GTA Online vorziehen. Und ey, eins dürfen wir auch nicht vergessen. Es gibt einen relativ großen Teil der Community, die einfach von vornherein kein Fan sind vom Online-Modus. Vor allem, wenn man aufgrund des Riesenerfolges den eigentlichen Kern, und zwar den Singleplayer, komplett vernachlässigt. Durch Leaks wurde ja bereits bekannt, dass DLCs zu etwa Trevor geplant waren. Man sollte auch Romanzen aufbauen können und ebenfalls Unternehmen gründen können. Und sogar Liberty City war als DLC geplant. Ja, Mann. Die haben sogar schon angefangen, Liberty City in GTA 5 zu erstellen. Es gibt Screenshots von GTA 5, wo Liberty City zeigt. Crazy, ne? Ey, das ist so... Das wird einfach niemals beantwortet. Das ist so nervig, Bro. Das ist so wie ein offenes Ende beim Film, Bro. Es lässt mich doch nicht schlafen, Mann. Immer wenn ich das höre, muss ich immer dran denken, was wäre dann, was haben wir verpasst, wie wäre es dann, genau wie der Zombie-Modus in GTA 4. Da war ja geplant, dass die Zombie-Modus rausbringen. Wie wäre das denn? Komplett oder nur in kleineren Teilen ist natürlich nicht bekannt, aber das ist schon echt mies. Und durch die Prioritätenverschiebung seitens Rockstar Games wurde uns wahrscheinlich guter Singleplayer-Content verwehrt, was der tatsächliche Singleplayer-Modus dringend benötigt hätte. Das haben wir ja bereits im letzten Video aufgearbeitet. Schaut euch das gerne an, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Um nun wieder auf unsere Anfangsfrage zurückzukommen, wie hat GTA Online das Genre beeinflusst? Ich würde sagen, dass dies so... Warte, bevor der drauf eingeht, Chat. Konzentriert euch jetzt erstmal. 27 in den Chat, um runterzukommen. Alle mal eine 27 in den Chat, wir kommen runter. Aber komm mal runter. 27er Frequenz. 27er Frequenz. Haben wir die 27 erreicht? Jetzt aufpassen. Also Skala von 1 bis 100. Ist GTA Online ein guter Einfluss auf die Geschichte von Rockstar Games? 1 überhaupt nicht. Richtiger Müll. 100, ja, ohne Story würde es gar nicht mehr funktionieren. Ohne Online würde es gar nicht mehr funktionieren. Ich bin bei 57. 57 sag ich. Hä? Was geht denn hier ab jetzt? Was geht? Hä? Erstens, danke für euer Vertrauen und zweitens, ich will euch so eine Sache erzählen, wie es mit der heutigen Welt ist. Denn die heutige Welt kann manchmal kompliziert sein. Bro. Hast du nicht gesagt? Es ist manchmal sehr kompliziert. Nee, ich hab das nicht erzählt. Chat, wir leben manchmal in einer Simulation. sowohl positiv als auch negative Auswirkungen hatte. Gerade in den ersten Jahren hat sich GTA Online stark an den typischen Wurzeln der GTA-Reihe orientiert und dadurch auch das gewohnte Gefühl von Freiheit Nach diesem Video. und der urbanen Kriminalität vermittelt. Eben das, was Fans an der Serie so schätzen. Mit der Zeit hat sich das Spiel jedoch immer weiter in eine futuristische Richtung entwickelt, durch übertriebene Waffen, Fahrzeuge und Missionen, die oft als unrealistisch und eher wie Science Fiction wirkten. Diese Star Wars! Entwicklung hatte viele Spielern nicht wirklich gefallen, da der ursprüngliche Charme der realistischen Straßenszenarien immer weiter in den Hintergrund gerückt ist. Ein weiterer Kritikpunkt ist das stark auf Mikrotransaktionen ausgerichtete Wirtschaftsmodell, das für viele Spieler eine frustrierende Erfahrung darstellte, da es den Fortschritt im Spiel künstlich verlangsamt und Spieler mit echtem Geld halt einfach bevorzugt und diese, wie es halt so oft ist, einfach schneller einen größeren Progress. Also GTA 5 Online ist schon Pay-to-Win, ne, Chat? Weil als ich damals gezockt habe, war das noch kein Pay-to-Win. Aber warte mal, Shark Cards sind ja auch erst später dazu gekommen. Also ich habe das noch miterlebt, wie es dazu kam, aber es war ein schleichender Prozess, sagen wir mal so. Es hat sich jetzt nicht direkt so verbreitet. Auf GTA 6 und den dort wahrscheinlich vorhandenen Online-Modus gibt es sicherlich viel Potenzial, das Erlebnis noch weiter zu verbessern. Der Schritt von GTA 4 Online auf GTA 5 Online war ja auch schon enorm und Rockstar Games hatte die letzten 11 Jahre genug Zeit, sich auf GTA 6 Online
vorzubereiten. Doch gleichzeitig gibt es auch Bedenken, insbesondere was den Singleplayer-Modus betrifft. Viele hoffen, und da schließe ich mich gerne mit ein, dass dieser nicht zugunsten des Online-Modus vernachlässigt wird. Da GTA für seine starken Einzelspielererfahrungen bekannt ist und Da habe ich ja auch ein bisschen Angst, dass sie einfach eine Story rausballern, die so 30 Stunden geht oder so, zwar richtig geil wird, aber dass sie das bewusst einfach mal kurz halten, so nach dem Motto, ihr habt doch eine geile Story, die muss ja nicht unbedingt lang sein und fertig so. Wir müssen uns aber auch auf GTA 6 Online konzentrieren, so einer auf den, weißt du, was ich meine? diese bitte nicht auf der Strecke bleiben sollten. Was ist eure Meinung zu GTA Online? Seid ihr bis heute noch aktiv am Spielen oder seid ihr schon lange ausgetreten? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und nun sind wir auch schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, hinterlasst gerne ein Geiles Video um Straußi Mausi, ja. Trust. Trust.